Ich bin in der letzten Woche über 200 Kilometer mit den Schwalbe Marathon Winter Plus Reifen gefahren. Bei Schnee, Eis, Matsch und gesalzten Straßen. Und ich sage euch eins, diese Reifen sind nicht für jeden. Jeden Winter stellen sich viele Leute dieselbe Frage. Fahrrad stehen lassen oder auf Winterreifen umrüsten? Die Schwalbe Marathon Winter Plus Reifen gelten als der Standard unter den Winterreifen. Sie sind etwas teurer, schwer und nicht gerade leise. Deswegen wollte ich wissen, ob sie ihr Geld wert sind im normalen Alltag, beim Pendeln fahren und einfach nur, wenn man zum Bäcker will. Was ist deine Motivation zum Testen der Winterreifen? Kurz zu mir und mein Setup. Ich fahre hauptsächlich hier im Nahbereich, ja, zum Bäcker, zum Einkaufen oder einfach nur so eine kleine Runde. Meine lange Strecke ist meine Pendelstrecke. 40 Kilometer zur Arbeit und 40 Kilometer zurück. Im Winter tue ich mich immer sehr schwer beim Fahrradfahren, da meine normalen Sommerreifen bei Schnee und Eis überhaupt keine gute Performance haben. Die rutschen einfach nur und wenn Schnee liegt, muss ich sehr langsam fahren, weil sonst alles in Schlingern kommt. Deswegen muss ich die Tage, wo Schnee liegt, immer aussetzen. Und das nervt mich total. Zum Glück gab es den Hinweis aus der Community, dass es auch Winterreifen mit Spikes gibt. Deswegen habe ich mir die Schwalbe Marathon Winter Plus Reifen gekauft, um einfach mal zu sehen, ob ich die paar Tage, wo ich sonst im Winter nicht fahren kann, auch fahren kann. Und ob sie mir zusätzlich Sicherheit geben, auch in den anderen Tagen. Weil irgendwie ist es normal, dass man mit dem Auto immer vom Oktober bis Ostern seine Winterreifen aufzieht. Ganz selbstverständlich, ganz normal. Oder man hat Gemischtreifen, also Ganzjahresreifen, die man einfach drauf lässt. Fürs Fahrrad hatte ich sowas bis jetzt noch nicht. Wie ist deine Erfahrung mit den Winterreifen nach den ersten 200 Kilometern? Als die Winterreifen dann endlich da waren, habe ich sie sofort aufgezogen. So wie ich es euch hier in meinen Shorts schon gezeigt habe. Ich bin dann eine kleine Runde gefahren, so 10 Minuten, nichts Aufregendes. Einfach nur raus in den Schnee rein und habe sofort bemerkt, der Reifen macht einen riesen Unterschied zum normalen Sommerreifen. Aber wie der Reifen komplett performt, das habe ich erst gesehen, als ich meine Pendelstrecke zur Arbeit gefahren bin. Und das war sehr aufschlussreich. Auf den verschneiten Straßen mit leichtem Eisuntergrund haben die Reifen mich sehr positiv überrascht. Es gab kein Schlingern, kein Wegrutschen. Klar, im kleinen Bereich, wenn man sein Fahrrad kennt, hat man schon gemerkt, dass der Reifen ein bisschen arbeitet. Aber sobald die Spikes eingegriffen haben, war auch Schluss mit Rutschen. Das war total klasse. Der Reifen kam natürlich auch an seine Grenzen. Sobald die Schneedecke ein bisschen dicker als 3 Zentimeter war, vielleicht auch 4 Zentimeter, nagelt mich jetzt da nicht genau fest. Also alter Schnee unten, hart gefroren, darüber frischer Schnee und obendrauf die Eisschicht. Da schlingern auch die Reifen. Wow. Da habe ich gemerkt, ich muss die Geschwindigkeit rausnehmen, um den Reifen die Chance zu geben, den Schnee überhaupt irgendwie zu verdrängen, damit das Profil überhaupt unten auf den Boden kommt. Ansonsten, wenn der Schneedecke dicker war, gab es Geschlinger, ist man auch nicht mehr richtig vorwärts gekommen. Auf Eis passiert auf einmal was total Interessantes. Da, wo ich sonst einfach absteigen musste, weil ich keine Chance hätte zu fahren,
konnte ich einfach weiterfahren. Die Spikes haben da starke Arbeit geleistet und dich in der Spur gehalten. Selbst Lenken war möglich. Klar, jetzt keine aggressiven Lenkmanöver, da wäre man sofort ausgerutscht. Aber einfache Kurvenfahrten und so weiter waren unproblematisch. Ich hatte auf Eis sogar ein viel sicheres Gefühl als bei einer Schneedecke. Fahrten bei Matsch waren sehr vergleichbar mit Fahrten auf Schnee. Bei viel Matsch kam der Reifen an seine Grenzen und hat angefangen zu schlingern. Wenn die Oberfläche nur ein bisschen nass war und leicht patschig, dann war das kein Problem. Und bei Fahrten auf nasser Straße, ohne Schnee und ohne Eis, da merkt man schnell, dieser Reifen ist kein filigraner Rennradreifen, sondern dieser Reifen ist ein reines Arbeitstier. Aber, und das ist wichtig, diese Reifen haben auch Nachteile. Sie sind etwas schwerer als die normalen Sommerreifen, weil halt Metallspikes drin sind. Vom Rollwiderstand sind sie deutlich höher, sehr vergleichbar wie ein normaler Mountainbike-Reifen, plus die Spikes. Die Spikes machen einfach Geräusche auf der Straße. Die hört man. Das ist wie ein Bienensurren, wie ein Rascheln. Es klingt teilweise so, als wenn man die ganze Zeit auf kleinen Rollsplit durch die Gegend fährt, wo da gar nichts ist. Auf Asphalt fühlen sich die Reifen an, als würdest du mit Winterstiefeln joggen gehen. Wie sieht es mit dem Preis für die Winterreifen aus? Neben den normalen Performance-Faktoren ist natürlich auch der Preis ein Thema. Die Winterreifen sind etwas teurer als normale Sommerreifen, zum Beispiel die Schwalbe Marathon Plus Reifen. Und die sind selbst auch schon etwas teurer als ganz normale Fahrradreifen. Die haben Pannenschutz mit drin, so eine Nylonschicht, ja, die schützt einen davor, dass sich sofort jedes kleine bisschen, jedes Korn, jeder Dorn reinpiekt und den Schlauch kaputt macht. Das ist mir besonders wichtig bei meiner langen Pendelstrecke, weil ich da wirklich kilometerweite keine Bushaltestelle, keine S-Bahn, kein nichts habe und dann weit laufen müsste. Und ich habe natürlich keine Lust, ständig den Reifen wieder zu reparieren. Auch wenn ich mittlerweile weiß, wie es geht und es recht einfach ist. Und ich natürlich euch hier auch ein Video gezeigt habe, wie es funktioniert. Und auch eine PDF, die könnt ihr euch runterladen, die ist komplett kostenlos, könnt ihr mitnehmen. Da zeige ich genau Schritt für Schritt, welches Werkzeug ihr braucht und wie man einen Reifen wechselt. Aber, wie schon gesagt, ich fahre am liebsten durch, ohne dass ich einen Reifen wechseln muss. Und dafür bin ich auch bereit, 5, 6 Euro oder was auch immer mehr zu bezahlen, dass ich diesen Komfort habe. Der Reifen an sich, ich habe jetzt bezahlt pro Stück 45 Euro bei Amazon. Ja, ich verlinke euch das unten einfach mal, falls ihr auch Interesse habt an diesen Reifen. War für mich total okay. Für wen sind diese Reifen geeignet und für wen nicht? Meine größte Erkenntnis nach 200 Kilometern mit den Reifen, sie kaufen dir keine Geschwindigkeit, sondern sie kaufen dir Ruhe. Nicht von der Lautstärke her, sondern von dem Gefühl. Du gewöhnst dich dran an die höhere Sicherheit. Du gewöhnst dich dran, dass du weniger wegrutscht. Und das gibt dir mehr Möglichkeiten, einfach den Alltag zu genießen und mehr Fahrten zu machen. Diese Reifen sind ganz klar für Menschen, die im Winter fahren müssen, bei Schnee, Eis und Glätte. Und natürlich für die der Sicherheitsfaktor wichtiger ist als die Geschwindigkeit. Für Leute, die generell nur bei schönem Wetter fahren, die gerne schnell fahren, Rennrad oder ähnliche Sachen, oder die Leute, die einfach mal, wenn Schnee liegt oder Eis, das Fahrradfahren stehen lassen und warten, bis wieder das Wetter schöner ist, für die Leute sind diese Reifen überhaupt gar nicht geeignet.
Es gibt noch einen Punkt, den hätte ich so nicht erwartet. Und zwar Thema Verschleiß. Ich dachte, nach 200 Kilometern sehen die Spikes schon total ramponiert aus oder man erkennt wenigstens Verschleißspuren. Aber das ist nicht der Fall. Die sehen fast genauso aus wie am ersten Tag, als ich sie aufgezogen habe. Und das ist schon eine gute Leistung. Und jetzt seid ihr dran. Ich bereue den Kauf dieser Reifen nicht, weil sie mir jetzt ermöglichen, an Tagen zu fahren, wo ich sonst das Fahrrad hätte stehen lassen müssen. Aber ich würde sie auch nicht blind für jeden empfehlen. Wie schon gesagt, Rennradfahrer, Schönwetterfahrer und Co., die können komplett auf diese Reifen verzichten. Was mich jetzt total interessieren würde, ist, lässt du dein Fahrrad im Winter stehen oder holst du dir auch Winterreifen und fährst damit? Oder fährst du sogar einfach mit Sommerreifen? Schreib's mir einfach unten in die Kommentare. Ich bin schon total gespannt.